Are we rolling? Yeah, we are rolling. Trafostation 61. Von Freunden für Freunde. Reicht. Das war bestimmt schon 2009, 2008 so um den Dreh, wo Martin dann und ich irgendwo mit dem Blog saßen und aufgeschrieben haben, wir brauchen hier Palette Paderborner und so und so viele Paletten, wo wir dann eine Bühne draus bauen können. Ist ja dann letztendlich nicht so gekommen, aber das war der Startschuss, so die Palette Paderborner und die Paletten und wo wir die herkriegen. Es war wie bei allem so, wir hatten ja auch eine Band, bevor wir Instrumente hatten. So. Und dann hatten wir auch irgendwie ein Festival, bevor wir überhaupt irgendwas hatten. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach mal ein Festival. Das war genau so eine... Warum nicht? Ne? Das war ja auch überhaupt nicht damit verbunden, da jetzt irgendwie großartig Erfolg zu haben. Wir wollten einfach nur Party machen. Erwin, nein, ich bin Michael und ich bin in Kärnten hier. Und da ist Slowenien und da ist Deutschland. Und ich bin hier mit sehr guten Freunden und wir fahren hier Snowboard in den Bergen. Darum sind wir hier. Und ich bin nicht in Frechen am 5-jährigen Trafo, weil ich auf Wanderschaft bin und deswegen diese komische Klamotte hier anhabe und nicht nach Hause kann. Ich war mit Simon im Proberaum, weiß ich noch ganz genau, wir saßen auf der Couch und ich hatte kein Handy oder keinen Empfang wahrscheinlich, da hatten wir gerade den Bunker nämlich neu. Simon hat ein Handy, Nils ruft bei Simon an. Ey, yo, wir wollten doch mal das mit dem Festival da machen. Und das, ich glaube, Nils war der Arschtritt so, der dann wirklich mal gesagt hat, so, wir müssen uns jetzt mal treffen und wir machen das jetzt einfach. Und da war Simon noch so, ja, hier. Macht ihr das mal, komm dann vorbei. Ich war eher so der Standpunkt, realisiert ihr das erstmal, macht das mal, ich helfe euch dann vor Ort gerne, trinke meine Papiere, spiele auch gerne mit der Band natürlich, aber guckt ihr erstmal, wie das läuft. So. Wie sind wir zur Trafostation gekommen? Genau. Weil im Prinzip hatten wir am Anfang gar keinen Bezug dazu. Wir wussten nur, dass wir ein Festival machen wollen. Und dann haben wir halt diese geile Location hier gefunden. Und mit Namen ist es immer schwierig. Jeder, der schon mal versucht hat, einen Bandnamen zu finden oder sowas, weiß, dass man da irgendwann in Abgründe blickt, bis man sich einig wird. Wir heißen nicht Krückstock-Festival, weil wir nicht an der Krückstock-Station unser Festival machen, sondern an der Trafostation. Trafostation 61, um genau zu sein. So, wir sind hier auf der wunderschönen Kieswerkstraße. Ja, und ich kannte das Gelände halt nicht. Die anderen kannten das schon von Familienfeiern, Geburtstagen oder sowas Vergleichbarem. Ich war natürlich erstmal überwältigt, weil es ist so mitten in der Pampa. Man denkt erstmal, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann kommt man dahin und denkt sich, Alter, wie geil ist das denn? Wie gemalt und als wäre das für uns gebaut worden. Wir müssen hier links jetzt, ne? Ne? Das wunderbare Schild, das hat der Michel damals fotografiert für die erste Eintrittskarte. Da gibt es ja, wenn man an der Kieswerkstraße fährt, Richtung Türnich quasi, von Esselhuhl. Und dann kommt auf der rechten Seite ein Schild Trafostation. Das habe ich mit meiner absolut unprofessionellen Art abfotografiert und irgendwie mit Photoshop zurechtgelackiert, dass das so ein bisschen plastisch aussieht halt. Und diese komischen Äste und diese Krümel, die da so drin waren, das ist halt von den Bäumen, die dahinter so rumhangen. Ne? Und deswegen sind diese komischen, wie sagst du immer, der Pixelwurm oder was du dazu gesagt hast, der ist da halt so deswegen drin. Und deswegen sieht das so ein bisschen verranzt aus, weil ich das auch überhaupt nicht irgendwie bearbeiten kann. Ich habe es einfach nur genommen und da reingeklatscht. Ganz ehrlich, sieht nicht so gut aus. Aber war das Schild nicht woanders?
Oder hast du es jetzt halt irgendwo testen? Oder ist es das da vorne? Ich glaube, es ist wirklich weg. Das ist scheiße. Weil dieses Schild, das hätte ich auch gerne dann besessen im Nachhinein. Und so wie es aussieht, wurde hier auch abgemäht. Das wäre jetzt natürlich eine Tragödie. Krötenwanderung. Das ist jetzt eine relativ ernste Situation. Ich muss mich auch echt zurückhalten, jetzt nicht zu lachen, weil es wäre einfach unpassend, denn das Schild ist weg. Da kann ich mir jetzt aber gar nichts mehr sicher sein. Wenn das Schild weg ist. Wenn das Schild weg ist, ich meine, ein Schild macht man ja auch nur dahin, weil die Trafostation da ist. Eigentlich müsst ihr beim nächsten Mal auch wieder einschalten zur nächsten Folge von Trafo TV, um herauszufinden, ist das Trafo noch da oder ist es weg oder ist es vielleicht einfach nur woanders. Wir wissen es nicht. Das ist der schicksalhafte Weg der Zukunft. Trafostation, ja oder nein? Bis bald.